Irgendwo in Deutschland, an einer vielbefahrenen Straße, erstreckt sich ein verlassener Bauernhof, von der Welt vergessen und von der Zeit umhüllt. Einsam und stumm ragt das langsam von der Natur eroberte Gemäuer empor. Hier, weit weg von der Hektik der modernen Welt, lebte ein einzelner Mann auf einem riesigen Anwesen. Doch das Unfassbare erwartet jene, die diesen Ort betreten. Tief im Herzen des Hofes ruht eine Zeitkapsel, die Jahre der Geheimnisse in sich trägt. Auf sein Konto hatte er 57.000 Euro. Das riecht nach Tod. Boah Leute, schaut euch das an. Das ist doch ein Traum, oder? Die düsteren Schatten verweben sich zu einer mystischen Aura und die Überbleibsel des ehemaligen Bewohners erzählen eine einzigartige Geschichte, die nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Bevor es mit dem Video losgeht, eine kurze Information. Und zwar habe ich angefangen zu filmen, habe einiges aufgenommen und dann war das Kamerakabel so ein bisschen im Weg. Als ich das Kabel in die richtige Position bringen wollte, ist Folgendes passiert. Viele von uns werden dahin kommen, glaube ich. Ich hoffe. Und seitdem hatte ich ein Grundrauschen drin. Traumhaft. Ich habe gestern angefangen zu schneiden. Ich habe gedacht, ey, mir fällt gleich alles hier, weiß ich nicht. Wenn man so viel Arbeit ja schon reingesteckt hat, und man hört dann, dass der Ton rauscht. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Dann gibt es zwei Optionen. Entweder lässt es so laufen oder du fährst da nochmal hin. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, es laufen zu lassen, es so zu schneiden, dass man es sich anschauen kann. Ich habe wieder was dazugelernt und es ist Fummel nie am Kamerakabel, wenn du aufnimmst. Ich hoffe, dir gefällt diese Location trotzdem, denn es ist ein sehr, sehr spannendes, spektakuläres, großes Haus. Wir haben da echt 2,5 Stunden, 3 Stunden drin verbracht und es ist wirklich top. Schau es dir auf jeden Fall jetzt an. Viel Spaß bei dem Video. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Lost Place Video auf meinem Kanal. Heute sind wir an einem verlassenen Mega-Anwesen. Es ist fast noch komplett eingerichtet. Die obere Etage nicht mehr ganz so, aber dafür die untere Etage. Ich schätze mal, dass hier oben der Herr eventuell gestorben ist und dass die Reiniger oder wer auch immer da alles gereinigt hat und rausgeholt hat. Worauf ich hinaus will, sehen wir aber jetzt gleich. Wie gerade schon gesagt, das ist ein Mega-Anwesen. Es gibt hier unzählige Türen, unzählige Räume und auch noch sehr, sehr viele alte Möbel und viele persönliche Dinge. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal in diesen Raum, wo wir gerade sind. Dieser Raum sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es ein Ankleideraum gewesen. Auf der Couch liegen noch die ganzen Kleidungsstücke, die vermutlich einem Mann gehörten, so wie das aussieht. Und die guten Feinripp-Unterhemden, davon habe ich sogar auch noch welche zu Hause. Die habe ich aber auch nur zu Hause, weil ich bei der Bundeswehr war und man die da gekriegt hat und man nachher mitnehmen musste. Ab und zu im Winter sind die auch ganz gut. Schauen wir weiter. Befindet sich hier sowas wie eine Art Schminkschrank. Aber ich glaube, in diesem Haus hat nur ein Herr gewohnt. Wir sind vorhin einmal kurz hier durchgegangen und haben uns das angeguckt. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass hier ein Mann gewohnt hat. Auf dem Tisch sehen wir einen Teller. Dort befindet sich hier irgendwas mit Green First drauf. Das hat irgendwas mit Decken zu tun. Und darunter, Leute, seht euch das an. Hier ist sogar noch das Obergebiss von der Person, die hier gelebt hat. Wahnsinn, dass das hier alles noch liegt. Bisschen eklig ist das schon, aber ja, so ist das im Alter, ne? Und wir hören liegt dort noch die Bürste und rechts daneben Parfüm. Tosca Eau de Cologne von 4711. Dann antiseptisches Puder zur Trockenbehandlung von Hautkrankheiten gegen Juckreiz und Fußpilz. Ich wurde letztes Mal in den Kommentaren gefragt, was für mich alte Menschenparfüm ist. Und genau sowas ist für mich altes Menschenparfüm. Also ich kenne jetzt keinen aus meiner Generation, der sowas trägt. Naja. Dann befindet sich hier der Schrank. Da sind auch noch die gesamten Kleidungsstücke drin. Hemden, irgendwelche Decken da oben. Links die Hüte, die er wahrscheinlich dann immer getragen hat, wenn er ausgegangen ist oder zur Kirche gegangen ist. Auch in diesem Schrank hängen die ganzen Anzugteile und Hemden und so. Wie man es von älteren Menschen kennt. Und die haben sich früher immer nur so gekleidet, ne? Mit Anzügen, wenn sie rausgegangen sind. Und was sich auf dem Boden? Das ist ein Tagebuch. Im Tagebuch befindet sich noch so ein Lederetui. Irgendwelche Rechnungen und sowas drin. Das macht man so. In dem Tagebuch schreibt er halt, was er so erlebt hat. Die Wiese, die Weiden, Schweinehaltung. Dann haben wir auf dem Boden noch die Kontoauszüge. Und diese Kontoauszüge sind vom 11.06.2018.
Das heißt, wir haben das erste Datum zu diesem Haus, Juni 2018. Auf sein Konto hatte er unglaubliche, aufgerundet 57.000 Euro. Also schlecht ging es ihm anscheinend nicht. Das kann natürlich auch ein Grund sein, warum das Ganze hier leer steht und vergammelt. Es deutet alles darauf hin, dass das wieder ein Erbstreit ist. Und außerdem haben wir gesehen, dass der Herr bei der Deutschen Post gearbeitet hat. Also er hat Rente bezogen von der Deutschen Post. Links neben dem Schrank sind noch diese schönen alten Lederkoffer. Da kann man sich gut vorstellen, wie er damals damit vielleicht am Bahnhof stand und irgendwohin verreisen wollte. So wie in den alten Zeiten halt. Auf dem Boden befinden sich noch Kotreste von irgendwelchen Tieren. Anhand des Codes kann ich jetzt nicht erkennen, was für ein Tier das war. Und dann geht es weiter in diesen Raum. Und Leute, was ist das? Das ist die Nina, Person der ersten Stunde. Also sie war mit einer der ersten Personen, die gehört haben, dass ich das hier auf YouTube mache. Ja? Eigentlich wollten wir das zusammen machen, aber ich bin ein Geldgeier und will alles für mich alleine behalten. Nein, natürlich nicht. Das ist einfach aus Zeitgründen. Ne? Nina hat ein bisschen weniger Zeit am Wochenende als ich. Ja. An der Wand hängt so ein kleiner Teppich, geknüpft, wo so ein Fachwerkhaus drauf abgebildet ist. Und wenn wir links schauen, sehen wir wieder so ein halbes Ehebett. In letzter Zeit finde ich viele von diesen halben Ehebetten. Auch hier drauf befinden sich irgendwelche Kotreste von Tieren. Für Maus und Ratte ist mir das ein bisschen zu groß, vielleicht Marder oder so. Drehen wir uns unbedingt auf den Schrank einen Hosenträger von dem Herrn, der immer getragen hat. Jetzt kann man sich das alles noch besser vorstellen, wie er seine Anzüge getragen hat, die Anzugshose, die Hemden, darüber dann die Hosenträger und der Hut. Aus dem Raum gibt es dann noch einen Raum in diesem Bereich. Das ist das Badezimmer, aber das ist weitestgehend leergeräumt. Und was hier oben schon auffällt, es gibt keinen Vandalismus hier, nichts. Als wäre der Herr weg und kommt gleich wieder. Und dann werfen wir einen Blick nach draußen und man kann erahnen, wie riesig dieses Gelände ist. Seht ihr das? Das gehört alles noch zu diesem Grundstück. Ist auch schon ziemlich eingewachsen, das Ganze. Aus dem Raum gehen wir dann raus in den Flur dieses Obergeschosses. Und in dem Flur steht ein Schrank. Und auf dem Schrank haben wir ein Tagebuch, Pflanzenbau 1954, 55. Pflege des Roggens, Wachstum des Roggens, Sommerroggen. Also ich schätze mal, er hat viel mit Landwirtschaft zu tun gehabt, wie einige Menschen von damals. Und ganz interessant unter diesen Mappen gefunden, ein ganz altes Familienfoto in Schwarz-Weiß. Wahrscheinlich der Vater, die Mutter, Tochter, Sohn, Sohn, Tochter, Ehemann wahrscheinlich von irgendeiner Tochter oder Mann, weiß es ja nicht. Rechts neben diesem Schrank steht noch so ein schicker Sessel, wo man sich vorstellen könnte, dass der Herr sich mal hier hingesetzt hat, um vielleicht in sein Tagebuch zu schreiben oder zu lesen. Dann gibt es rechts noch einen weiteren Raum. Wo führt der hin? Das ist auch so eine Art Ankleidezimmer. Viel ist nicht mehr zu sehen, aber es riecht hier nach Chlor. Wieso riecht das hier so krass nach Chlor? Boah, wahnsinnig. Die Wände da hinten sind eingezogen worden. Aber ich muss hier raus, das ist zu penetrant. Irgendwie eklig. Boah. Gegenüber von dem Raum kommt dann dieses Zimmer zum Vorschein. Irgendwas wurde anscheinend mal umgebaut. Ein paar Werkzeuge und Schrauben und alles. Und hier sieht man auch, dass wahrscheinlich irgendwelche Tiere ihr Unwesen getrieben haben in diesem Raum, in dieser Decke. Die ist nämlich schon zerfleddert. Aus diesem Raum geht es dann hier rein. Leute, was ist denn hier los? Schon komplett leer. Also ist ja gar nichts mehr drin. War das mal ein Schlafzimmer oder so? Hier stinkt es auch irgendwie noch ekliger als in den Einraum. So, das riecht nach Tod. Als wenn eine Leiche hier länger gelegen hat. Und ja, die Reiniger oder die Leiche entfernt haben, ja, so mit so einem Zeug hier sauber gemacht haben. Ekelhaft. Bah.
Besonders schön an diesem Raum ist dieses riesige Fenster, wo man sich vorstellen kann, dass das Bett hier stand und dann wurde man morgens durch dieses Licht da geweckt. Vor den Fenstern finden wir noch einen Kalender und dieser ist von 2005. Also ich glaube, der lag ein bisschen länger hier rum. Und gerade gesehen, das sind Glasscheiben und man kann auch unten durchgucken. Hier, seht ihr das? Ich glaube, das war mal ein Riesenstall und nachher wurde das alles angebaut. Das heißt, diesen Raum gab es gar nicht. Der wurde angebaut als Riesenschlafzimmer. Man kann dann, glaube ich, festhalten, dass 2 Personen hier gewohnt haben. So ein älteres Ehepaar, schätze ich mal, und die Frau ist eher gestorben als der Mann. Auf den Stühlen liegt auch noch was Interessantes. Lady Mini Plus und Katheterstopper. Das spricht auf jeden Fall dafür, dass eine der beiden Personen krank war und einen Katheter gehabt hat. Vielleicht hatten die auch einen Unfall oder so, aber ich gehe eher davon aus, dass sie einen dauerhaften Katheter hatten. Hier haben wir dann noch eine Tür. Und das ist wieder ein Badezimmer. Viel moderner als das, was wir vorhin gesehen haben. Auf dem Boden befindet sich irgendwie so ein ekliger Fleck. An der Dusche sehen wir auch noch Herrenhemden. Und die Schränke sind auch relativ neu. Ist da noch was drin? Ja, die alte Schlafanzugshose von dem Herrn, inklusive Handtuch. Und das finde ich auch immer so faszinierend von solchen Häusern. Je mehr man auf die Details eingeht, je mehr man durchgeht, desto mehr findet man auch raus über die Person, die hier gelebt hat. Ob das ihm alles so stimmt, weiß ich nicht. Man kann ja alles nur mutmaßen, weil man kennt die Person ja nicht. Man kann sich auch viel zusammenreimen, also 1 und 1 zusammenzählen und dann hat man das eigentlich. Weiter geht's. Die Treppe nach unten. Und dann gehen wir in den Flur im Erdgeschoss und schaut euch das an. An der Garderobe hängt noch die ganze Bekleidung. Auch an der Wand sehen wir wieder diese Opi-Hüte. Die Spinnweben an den Jacken, was ein Zeichen davon ist, dass sie lange nicht bewegt wurden. Oder auch der Schal, den der Herr immer umhatte. Gegenüber an der Wand hängt ein Schild. Was wir besitzen, scheint uns nur wenig wert. Erst wenn wir es verlieren, wird es von uns entbehrt. Ist was Wahres dran. Dann gibt es hier noch ein Schränkchen mit einem Kalender, der von 2012 ist. Die alte Sonnenbrille des Herrn, die er immer auf hatte. Weiter zum Haupteingang. Die führt direkt eine Landstraße vorbei und die ist auch noch viel befahren. Also mich würde das ja echt stören, wenn ich hier wohnen würde mit der Landstraße, aber ich glaube, man gewöhnt sich da irgendwann dran. Und auch noch ganz interessant, dort hängt der Krückstock des Mannes, mit dem er dann immer sonntags zur Kirche gegangen ist. Oder hier vor der Tür irgendwo in der Landschaft spazieren gegangen ist. Kann man sich wirklich alles sehr gut vorstellen. Hinter uns ist da noch eine offene Tür. Die Nina ist schon da. Also wenn ihr Nina öfters im Video sehen wollt, lasst gerne einen Daumen da. Wenn dann genug Likes zusammengekommen sind, kommt Nina öfter mit, wenn sie nicht arbeiten muss. Und nun sind wir in der Küche des Herrn, der hier gelebt hat. Es ist alles noch vorhanden. Guckt euch das an, die ganzen Küchenschränke, Papiere, Dokumente, Briefe. Und dort ist der Mann, der hier gelebt hat. Oh, der macht aber einen sehr sympathischen Eindruck. Und wenn man solche Fotos sieht, dann bekommt man auch noch einen ganz anderen Bezug zu diesem Haus. Schauen wir auf der anderen Seite, sehen wir die Küche mit 2 Öfen. Der eine von Bosch und der andere von AEG. Schauen wir mal rein. Das sieht sogar noch sehr human aus. Auf dem Rost sieht man noch die letzten Überbleibsel von irgendeiner Pizza oder sowas. Anscheinend hat er auch viel Salz zu sich genommen, wie man in den Oberschränken sehen kann. Fencheltee hat auch gerne getrunken. Oh, die gute Mangelwürze. Aber die ist schon seit April 2009 abgelaufen. Und rechts im Schrank ist noch mehr Fencheltee. Ich glaube, der hat sich nur vom Fencheltee und Salz ernährt. Und ein bisschen Gelierzucker und normalen Zucker und Kaffee. Entspricht fast meinem Essensplan. Gucken wir unten weiter. Ist hier so ein kleines Pöttchen mit Zucker drin, für den Kaffee oder Tee wahrscheinlich. Die alte Pré-Flasche, mit dem der Mann immer gespült hat. Vielleicht, wenn man hier sieht, die Kaffeekanne. Außerdem irgendwie so ein übertriebenes, verrottetes Stück Brot. Rechts von uns stehen noch ein paar Töpfe und Geschirr. Vielleicht sind das die letzten Sachen, die der Mann vor seinem Ableben noch benutzt hat.
Dann steht dort noch der Küchentisch mit einem ziemlich verblichenen Foto von diesem Haus, so wie das aussieht. Und links an der Wand einen aktuellen Kalender. Und der Kalender wurde das letzte Mal am 14. Januar 2019 bewegt. Also kann man davon ausgehen, dass das Haus seit Januar 2019 verlassen ist. So würde ich es auch tatsächlich einordnen. Von der Küche geht es dann rechts in den nächsten Raum. Oh Leute, schaut euch das an. Das ist doch ein Traum, oder? Alles steht noch so, als wenn der Hausherr gleich wiederkommen würde. Wahnsinn. Und dort geht es noch weiter. Da steht sogar noch ein Fernseher hier drin. Was eine wunderschöne Location. Schauen wir uns kurz gemeinsam diese Couch-Ecke an. Ist eher nicht so mein Geschmack, aber man kann sich gut vorstellen, wie der Herr hier saß und seinen Besuch empfangen hat und vielleicht mal was getrunken hat oder so. Hier ist noch eine Adventskerze auf dem Tisch. Wahrscheinlich noch von Weihnachten 2018. Die Lampen oben drauf sind schon übelst verstaubt. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Video wiederzugeben ist. Aber irgendwie hat auch dieser Blick was mit der Sonne und dem Stuhl. Links neben dem Stuhl ist noch dieser schöne Schrank, wo die ganzen Gläser noch so stehen, wie der Mann sie eingeordnet hat. Nichts zerstört, gar nichts. Nicht mal großartig durchwühlt. Selbst das Teeservie ist hier noch so drin, wie es sein soll. Neben dem schön eingeordneten Schrank gibt es dann noch diesen Esstisch mit irgendwelchen Dosen drauf. Lamberts Keksdosen. Aber das wurde als Aufbewahrungsort für Briefe benutzt. Und ich schätze, diese orangene Kiste daneben wurde ebenfalls als Aufbewahrungsort für Briefe benutzt. Und genau so sieht es aus. In der Schale auf diesem Tisch sehen wir sogar noch das alte Passfoto von dem Mann. Darüber auch noch eins. Das sieht eher aus wie ein Foto von den Eltern. Und hier gibt es ein Datum, 22.06.1968. So viele Erinnerungen in dem Haus, so viele alte Fotos, so viel Persönliches. Ein Traum, dass das alles noch da ist. So ist es auch einfach, die Geschichte von den Personen, die hier lebten, zu verstehen und herauszufinden. Auf diesem Schreibtisch gibt es noch viele weitere persönliche Dinge, wie diese uralte Lesebrille oder diese Brille aus den 70ern, 60ern. Es ist alles voller Unterlagen. Hier irgendeine Zeitschrift mit besamungsfreie Tage 1994. 1. Januar, 1. Ostertag, 1. Pfingsttag und 1. Weihnachtstag. Da durfte damals nicht besamt werden. Wir reden hier aber natürlich von Tieren. Ne? Rechts gibt es noch mehr private Fotos in Farbe, in Schwarz-Weiß, im Wald. Vater mit Sohn. Die hat der Mann alle auch noch selber beschrieben. Ich glaube, die war mal in einem Album. Vater und ich am Fischteich bei Reutorg oder so, kann ich nicht lesen. Aus diesem Raum gibt es noch einen Abzweig in so einen Nebenraum, wo dann der Fernseher stand. Aber schaut euch diesen Raum mal an. Und das ist hier mal wieder was für mich. Mit den ganzen alten Möbeln. Dass hier sogar noch der alte Panasonic-Fernseher steht. Ein bisschen moderner war der Mann schon, weil es ist ein Flachbildfernseher. Auf dem Schrank ist alles voller Dokumente und Zeitschriften. Landwirtschaftliches Wochenblatt Westfalen-Lippe. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. In irgendeinem verlassenen Bauernhaus habe ich diese Zeitschrift auch schon gesehen. Dann finden wir hier noch was von Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf, den 11.06.2001. Ernteberichterstattung. Der Herr, der hier gelebt hat, war Ernteberichterstatter. Sehr geehrter Herr ... Für Ihre langjährige Tätigkeit als ehrenamtlicher Ernteberichterstatter hat Ihnen die Ministerin für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Frau Bärbel-Höhn, auf meinen Vorschlag eine Ehrenurkunde verliehen, die ich hiermit überreichen darf. Krass, der hat sogar vom Land NRW eine Ehrenurkunde erhalten. Links gibt es dann noch einen Schreibtisch mit Dokumenten. Hier liegen überall Briefe drauf. Was haben wir da? Oh, und das ist die Todesanzeige von der Frau, die mit dem Mann hier zusammengelebt hat. Und dann haben wir wieder was rausgefunden. Die
Ehefrau ist 1999 verstorben. Dann sind wir in diesem faszinierenden unteren Bereich fertig. Durch diese Tür haben wir dann noch einen Raum, wenn wir den Flur entlang gehen. Und der befindet sich da. Wo geht's hier hin? Oh. Was ist das denn? Das ist Lagerraum und Vorratsraum gewesen. Hulf, wahrscheinlich für Holunder 2017, 2018. Der gute Tropfen, 37,5%. Montayo Ron Blanco, weißer Rum. Und dieser schöne alte massive Schrank, der langsam in sich zusammenfällt. Das gute Detmolder Pilsner, abgelaufen 2003. Alte Bücher, ich möchte die gar nicht anfassen. Die braucht man nur angucken und dann fallen die schon auseinander. Guckt euch das an, wie alt das ist. In dieser Schublade liegt noch ein wenig Besteck und 2 Tiefkühltruhen. Und dann gibt es hier diesen Vorraum. Wie riesig, aber auch bekannt bei solchen Bauernhöfen. Rechts befinden sich die ganzen Schränke. Dort geht es raus zur Straße. Auf dem Tisch liegt noch die Arbeitshose. Das ist die Tür in die Küche, wo wir gerade waren. Und auch an dieser Garderobe hängen Sakkos, so alte Hüte. Und was auffällt, selbst hier gibt es viele Türen. Allein in diesem Raum zähle ich 8 Türen, die in verschiedene Räume führen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mal kurz rein. Der Waschraum, glaube ich. Wir haben 2 Waschbecken an der Wand, Miele Waschmaschine. Okay, das passt hier nicht rein, das ist ein Ofen. Dort liegt noch die Wäsche drauf von der Person, die hier lebte, die letzte, die nie gewaschen wurde. Und ganz interessant, es gibt hier noch einen Medizinschrank. Was haben wir denn da alles drin? Ursoferan, irgendwas Ekliges, keine Ahnung, was das ist. Das Plastikding ist, glaube ich, irgendwas zum Inhalieren oder so, oder zum Flasche reinstopfen, irgendwie sowas. Machen wir die Tür dazu und die nächste direkt auf. Oh, oh, das ist eine Toilette. Ja, so ein bisschen vergammelt, vergilbt, alles voller Spinnweben in diesem Raum. Ja, und es kommt irgendwie so ein komischer Geruch da raus. Machen wir das schnell wieder zu. Dann schauen wir hier nochmal rein. Ich fühle mich so ein bisschen gerade wie bei Geh aufs Ganze. Wenn man das falsche Tor aufmacht, kommt der Zonk da raus. Boah, ist das hier staubig und spinnwebig. Boah, das sieht doch aus wie in irgendeinem Horrorfilm, oder? Schaut euch mal diese Spinnweben an. Dort ist eine Treppe nach oben aus Holz. Schaut euch das an, Leute. Richtig schöner alter Bauernhof. Wahnsinn. Guckt euch das an, guckt euch diese riesige Fläche an. Und auch creepy, wie diese Mistgabel hier reingestochen ist in das Heu. Dann geht's weiter, noch mehr Heu. Und hier sehen wir so eine Maschine, die kenne ich nur aus Mühlen. Irgendwas hat der Herr hier reingetan. Wahrscheinlich Getreide oder Roggen, wie wir vorhin gelesen haben. Und hier riecht es auch nach Getreide, so nach, ja, so was man vom Bauernhof kennt. Auf dem Boden ist auch noch alles voll davon. Ich glaube mal, das war so ein Speicher. Dann wurde das irgendwie nach hierhin transportiert und in die Tonnen abgefüllt. Weiter durch diesen unheimlichen Gang. Das können wir hier durch das Fenster sehen. Das sieht aus, als wäre das die alte Werkstatt gewesen. Und das ist die Werkstatt gewesen. Beziehungsweise so ein Lager für Ersatzteile. Da steht noch irgendeine Maschine zum Wiegen, so wie das aussieht. Hier arbeitet eine Linde-Dari Milchkühlwanne. Gemolken wird nur mit der Westfalia Melkanlage. Vielleicht war das damals, vor langer, langer Zeit, ein Milchbauernhof. Der Herr wurde irgendwann zu alt, konnte sich hier nicht mehr drum kümmern, hat die ganzen Kühe dann verkauft oder so und dann alles verkommen lassen. Also den Spinnweben nachzuurteilen, die es hier gibt, würde ich sagen, dass es schon ein bisschen länger als 2019 lost ist. Beziehungsweise nicht mehr genutzt. Als wäre man in einer anderen Zeit. Und nun geht's dann durch diese Tür. Und dort sehen wir noch mehr Stall, Heizöllagerraum, Rauchenfeuer und offenes Licht verboten. Wie ich mittlerweile gelernt habe, hinter solchen Türen befinden sich immer Öltanks. Oder meistens. Und der Geruch bestätigt das auch.
Mein Gott, muss der viele Tiere gehabt haben in diesem Bauernhof. Anscheinend war er Bauer durch und durch. Nach dem Stall geht's dann an die frische Luft nach draußen. Dann gehen wir durch diesen zugewachsenen Gang, direkt neben Feldern gelegen. Und von draußen sieht man nochmal, wie riesig dieses gesamte Gelände ist. Dort hinten stehen dann noch Anhänger, ein Gülletransporter. Und wenn man sich vorstellt, dass dann eine einzige Person das hier alles noch bewirtet haben soll, kann man sich nur schwer vorstellen. Das war's mit diesem riesigen Gelände, mit diesem riesigen verlassenen Bauernhof, mit sehr guter Einrichtung, mit kein Vandalismus, ein bisschen durchwühlt, aber sonst tipptopp. Und so muss eine Location aussehen. Das ist mal wieder ein Bauernhof gewesen, der sich richtig gelohnt hat. Ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer lasst mir für dieses Video gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Schaut in meiner Playlist nach für weitere spannende Lost Place Videos oder guckt in der YouTube-Suche unter Urban Discovery. Dort werdet ihr auf jeden Fall fündig. Außerdem könnt ihr hier oben ein Abo dalassen und hier auf die eben besagte Playlist klicken. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt stabil.